Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit einem neuen Song, Schrägstrich, Teil von der Endshow von Defcon 1. Irgendwie so. Nämlich Soundrush und Sogma. Ich glaube, es ist richtig ausgesprochen, keine Ahnung. Featuring Ektarina Chelehova. Ich hätte es mir vielleicht vorher mal angucken sollen, wie diese Frau ausgesprochen wird. Ich nenne sie aber mal Chelehova. Chelehova? Chelehova? Chelehova. Sag ich jetzt einfach mal so. Das ganze Ding heißt Stay With Me, ist auch der Abschluss der Endshow. Hier nochmal an der Stelle. Die Endshow kann ich immer noch nicht hochladen. Werde ich so oder so cutten müssen wegen Videomaterial. Ich hoffe, dass es hier in dieser Reaction nicht so sein wird, sonst werdet ihr jetzt merken, kann auch sein, dass das gar nicht online kommt. Gut, dann habe ich es nicht gerade umsonst gesagt alles. Aber, ja, wie gesagt, es werden ja jetzt noch ein paar, es fehlen noch, glaube ich, 2 Songs, die noch nicht released wurden von der Endshow und dann hoffe ich, dass ich meine Reaction hochladen kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum andere das können und ich nicht. Kann sein, weil ich das in diesem Format mache, ne, dass ich hier so klein bin und du halt 75% das Bildmaterial hast. Deswegen werde ich auch viel wegcutten oder wird YouTube viel wegcutten, weil die sagen, ey, du hast nicht die Rechte für die Bilder vom Defcon, von Kyodance. Ist ja auch verständlich. Aber kennen wir ja schon von den ersten Defcon 1 Reactions. Können wir ja mit um. Ist ja gar keine Frage. Aber warum ich es jetzt trotzdem noch nicht hochgeladen habe, ist halt wirklich, weil irgendwie 2 oder 3 Songs, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine 2 Songs noch nicht released wurden. Und wenn die released sind, dann kann ich das nicht hochladen. Dann läuft das nicht alles. Urheberrechtstechnisch. Ich meine, werde da eh kein Geld für kriegen. So, ne, das mal eben nebenbei, weil ich habe gemerkt, manche denken da draußen, dass ich dafür Geld bekomme. Auch wenn ich meine 1000 Abonnenten erreicht habe und jetzt Geld verdienen werden oder Geld verdienen kann. Mit diesen ganzen Reactions zu Festivals verdient man nicht einen Taler. So, das kann ich vorab schon mal wegnehmen. Das ist einfach, ja, du hast nicht die Rechte dafür. So, es ist einfach, für mich ist es einfach nur Spaß. So, Spaß, einfach eintauchen in diese Materie, Festivals, Hardstyle, geile Songs, Feelings. Ich meine, ich brauche es euch nicht erzählen. Ihr kennt mich ja schon ein bisschen. Oder ihr habt die anderen Reactions schon gesehen. Ja. Ne, also, dass ihr da nicht irgendwie denkt, ja, gut, kein Wunder, wenn du kein Geld damit verdienst, dann lädst du das nicht hoch. Ich kriege so oder so kein Geld. Und damit hat das aber auch gar nichts zu tun. Wegen Copyright ist es einfach. Ja, Copyright ist halt Copyright. Ist halt eine sehr graue Zone, so, oder eine dunkelgraue Zone, sagen wir es so. So, in die ich mich da bewege, ne? Wo man halt sagen kann, ja, okay, ich kann das hochladen oder ich kann es halt nicht hochladen. Beim Defcon ist es halt bei mir zurzeit ein bisschen schwieriger. Das ist einfach so. Aber kriegen wir auch schon alles noch hin. Und zur Not mache ich es so, dass ich nach und nach diese ganzen Tracks nehme und darauf einfach reacte. Und da auch vorab nochmal, was ich jetzt sage, wird wahrscheinlich eine andere Meinung sein, als ich in der Endshow-Reaction gesagt habe. Natürlich sollte es jetzt eigentlich andersrum sein. Gut, ist diesmal nicht, deswegen, wenn ihr nachher die Endshow sehen solltet, meine Reaction dazu, und es kommt zu diesem Song und ich sage ihm was anderes, als ihr jetzt sagt, dann liegt das daran, dass ich den Song öfter gehört habe oder mir die Endshow ein bisschen öfter angeguckt habe und auf einmal ein anderes Feeling habt. Ich denke, ihr kennt selber, dass ihr manche Songs auf einmal ein bisschen mehr feiert als davor oder was auch immer. Ja, so, das dazu. Jetzt gehen wir aber wirklich rein. Stay with me. Genug gelabert. Dreh das Ding auf. Let's go. Das sieht immer noch so krass aus, ne? Das sieht immer noch so wild aus. Mit diesem roten Licht und alles. Junge.
Sieht halt wirklich aus, als würdest du in 'ne Kathedrale gehen und, da unten wartet der Teufel auf dich, ey. Hammer. Aber geil, man sieht jetzt mehr Bilder. Das ist geil. Hammerstimme, ey. Oh, what? Die Dinger können leuchten? Ja, dann mal viel Spaß bei der Endshow. Bei der Endshow-Reaction. Ups. Also, man muss ja sagen, zu dem Gesang, ne, man kann halten, was man davon will, aber ich glaube, für diese oder was heißt ich glaube, diese Gefühle, die das rausholen kann, wenn du dann wirklich live dastehst oder jetzt auch, wenn du das jetzt zum Beispiel als das erste Mal Defcon siehst und du siehst das, das wird dir so im Kopf stecken bleiben, dass du in 10, 20 Jahren dir sagst: „Boah, war hammermäßig.“ Alleine, wenn du dann, ne, kurz diesen Gesang hörst. Lights are fading out, but our hearts still glow. Our feet are in the dust where the wild ones go. Crazy. Fading embers in the sky. I don't wanna say goodbye. I don't want this to be done. Wish I could freeze the tide. But if this is the end, stay with me. Ich habe jetzt schon Gänsehaut, ne? Stay with me. Don't let the fire drown. Wow. Ich muss ehrlich sagen, deswegen liebe ich einfach solche Extra-Videos, ne? Du hast andere Shots, es wird anders zusammengeschnitten und es sieht auf einmal so ganz anders aus und gibt dir einen ganz anderen Vibe. Boah. Ist das eine verrückte Scheiße, ey. Stay with me. Hammer, ey. Ich finde die Kombination halt so geil. Ne, das müssen wir uns nochmal geben, ne? Das ist ja wohl klar. Aber ich finde diese Kombination so geil aus diesem krassen Gesang. Dann wird so ein popmäßig, keine Ahnung, ne? So ein bisschen keine Ahnung was. Und dann kommt wieder dieses Epische. Und dann kommt dieser Drop. Oh, ne, es baut sich alles auf. Du kriegst Gänsehaut. Siehst diese Bilder dazu. Und dann kommt dieser Drop und du willst dich einfach nur bewegen. Wie geil. Stay with me. Boah.
Oh. Kann mir einer bitte erklären, in was für einer Welt wir leben, dass das so geil zusammenpasst? Junge, die singt sich da ein aus der Seele, wo du denkst, ja, okay, gut, ne, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen Kirchenmusik würde geil dazu passen. Und dann kommt da ein Hardstyle-Kicks um die Ecke gepfeffert und das hört sich so fucking geil an. Das ist so nicht mehr normal. Ich lieb's einfach. Real Talk. Boah, geil. Aber genauso sehr liebe ich auch, dass du so viele krasse unterschiedliche Kamerawinkel hast. So einen krass geilen Schnitt. Hilfe. Hilfe. Ey, da muss ich aber auch wirklich wieder ein kleines Storno reindrücken für meinen Call vorhin, dass ich am liebsten die Endshow eher später geguckt hätte. Nein, ich glaube, so ist es viel besser, weil du hast diese Endshow, du hast da deine Kamerawinkel und dann hast du jetzt so diese einzelnen Videos, wo das passend zum Song abgefilmt ist, sag ich mal, ne, geschnitten ist und alles. Ich glaube, besser geht's nicht, weil du dann auf einmal nochmal mehr dieses Feeling kriegst. Geil. Oh, diese Kicks, Mann. Holy. Stay with me. Ich muss nochmal, es tut mir leid, dass ich so viel zurückspule, aber das, Bro, ich hab das schon in der Endshow, hab ich das so geliebt, ne, oh, Bro, dieses Feeling da, ne, was Soundrush, was Soundrush, Sogma und Chedeova da abreißen, aber diese Melodie, jetzt gerade in dem Video mit diesem Feuerwerk und diesem Schnitt, Bro, Alter, Hammer. Ist das geil, ey. Wow. This is the end. This is the end. Hammermäßig. Hammermäßig. Genau das, was ich ja immer sag, ne? Weil du hast einen mega geilen Song, zack, du nimmst dir einfach verschiedene Kameraansichten von diesem Auftritt, von diesem Set, boom, hast du ein Musikvideo und das ist crazy gut geworden. Hilfe. Bro, ey. Junge, hammermäßig. Geiler Song. Hat mich total abgeholt. Ne, ich sag jetzt auch nicht viel mehr, weil ich will nicht so viel wegnehmen, was ich in der Endshow gesagt habe. Ich denke, ihr merkt das auch so ein bisschen, dass ich auf manche Sachen jetzt nicht so krass eingehe. Auch wie das jetzt hier vielleicht mit der Endshow zusammengepasst hat und. Weil das ist, wie gesagt, das will ich halt in der Endshow haben. In der Endshow-Reaction. Und jetzt geht's ja wirklich nur um den Song und ich muss halt wirklich sagen, der Song ist so monströs. So, am Anfang denkst du dir, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann was sehr Geiles sein. Dann kommt der Gesang, ne, also ihr Gesang. Und du denkst, okay. Dann fängst du an, wirklich dieses richtige Singen, ne? Also ja, ist ja beides Gesang, so wenn die ihre Noten lang zieht und wenn sie halt singt, wie eine Popsängerin, so mäßig, sag ich mal. Wo du dann denkst, oh, okay, das kann geil werden. Und dann kommt dieses kleine Low, wo sich das dann so langsam aufbaut und du dir denkst, Und dann schallert dir diese Melodie die größte Gänsehaut rein. Hammer.
Geiler Hardstyle dazu, geile Kicks. Wow. Ich muss ehrlich sagen, das ist so ein geiler Song. Hilfe. Aber ich will auch nicht mehr reden und nicht mehr dazu sagen. Ihr wisst, irgendwann kommt die Endshow. Hoffentlich, dass ich die immer hochladen kann. Und dann wisst ihr genau, was ich davon halte. Auch zu dem Feeling, was ich hatte zu der Endshow. Aber wir müssen nicht darüber reden, dass Soundrush sowieso krasse Monster sind, wenn es um Songs geht. Sorgma, habe ich jetzt auch schon öfter gelesen, den Namen, habe aber auch nicht so viel von dem Artist, der Artistin, also dem Artist wahrscheinlich, sorry da an der Stelle, noch nicht so viel von gehört, aber hat mich wohl hier überzeugt, bin ich ganz ehrlich, weil es halt dieser geile Hardstyle ist und dieser melodische Hardstyle ist, der mich abholt. Und Shady Rover, ne, müssen wir nicht drüber reden. Unfassbare Stimme, krass, wie die ihre Stimme einsetzen kann. Ja, wahnsinnig. Und dann hoffe ich, dass ich bei die Endshow hochladen kann. Ich weiß, ich rede da viel drüber, weil mich das auch ein bisschen belastet, sage ich ganz ehrlich. Und dann werden wir uns nämlich da wiedersehen. Und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.